Die Command & Conquer-Serie hat in knapp 30 Jahren viele Höhen und Tiefen durchgemacht, vor allem aber viele Gamer geprägt und das Interesse an Echtzeitstrategiespielen entfacht. Auch wenn Gameplay und Grafik schon damals oft veraltet wirkten, hatte die Serie doch trotzdem ihren ganz eigenen Charme, den man heutzutage einfach vermisst. Im ersten Teil unserer Zeitreise durch die C&C-Geschichte sind wir bereits die Titel von 1995 bis Generals in 2003 durchgegangen. Somit starten wir nach 4 Jahren ohne ein Command & Conquer-Spiel im Jahr 2007 mit dem dritten Teil der Tiberium-Saga, Tiberium Wars. Sie haben nun das Kommando über die an der Ostküste der Vereinigten Staaten stationierten GDI-Truppen übernommen. Viel Glück, Commander. Im Jahr 2047 kehrt Kane mal wieder zurück und zerstört die im dritten Teil eingeführte Raumstation Philadelphia der GDI, die ihr theoretisch bereits in Tiberian Sun zerstört haben könntet, falls ihr dort erfolgreich die nicht-kanonische Nord-Kampagne beendet habt. Das Räderwerk des Krieges wurde in Bewegung gesetzt. So müsst ihr als Commander erneut für Ordnung sorgen und die nun zersplitterten Gruppen der GDI vereinen oder mit den Nord mal wieder die Welt erobern. Neu war, dass hier mit der Alienrasse der Screen erstmals eine dritte Partei eingeführt wurde, die bereits in Tiberian Sun angeteast wurde und welche ihr auch in einer dritten Kampagne selbst spielen konntet, sobald ihr die GDI und Nord-Kampagne beendet hattet. Komm, mein Bruder! Es wird Zeit, das Gesicht der Zukunft zu sehen. 2008 erschien dann mit Kanes Rache ein Add-on, welches alle Handlungsstränge zusammenführte und zu Ende brachte. Natürlich mit einem kleinen Hintertürchen für eine Fortsetzung, die sie sich besser geschenkt hätten, aber dazu später noch mehr. Gute Arbeit, Commander. Die alliierten Generäle wurden befreit und Sie haben die Sowjets aus Frankreich verjagt. Tanja versucht gerade undercover die neuesten Infos zur aktuellen Situation zu erhalten. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es sagen. Tanja? Commander. Lieutenant Eva. Hier draußen muss man sich gelegentlich die Hände schmutzig machen. Ich sitze schließlich nicht in einem gemütlichen Büro. Ebenfalls 2008 erschien der dritte und letzte Teil der Alarmstufe Rot-Timeline, der diesmal auf 3 erfrischend neue Koop-Kampagnen setzte und in kuriosen und komplett überzeichneten Zwischensequenzen, die sicher nicht jedermanns Sache waren, eine völlig bescheuerte, aber immer mit einem Augenzwinkern hinnehmbare Story erzählte. Nach dem Sieg der Alliierten über Yuri stehen diese vor den Toren Moskaus, die somit im Inbegriff sind, den Krieg endgültig zu verlieren. Somit sehen sich die Sowjets genötigt, erneut eine Zeitmaschine zu nutzen und diesmal statt Hitler Albert Einstein auszuschalten. Doch auch dieser Versuch geht natürlich kolossal in die Hose, denn durch die veränderte Zeitlinie ist China unbemerkt zur Weltmacht aufgestiegen, die nun ebenfalls mit der Invasion des Planeten begonnen haben. Das Spiel geriet aber vor allem durch seinen nie richtig funktionierenden Seku-ROM-Kopierschutz, seinen sinnlosen Online-Zwang und die Tatsache, dass ihr es nur 5-mal installieren durftet und dann auch neu kaufen musstet, scharf in die Kritik, was zu ersten Rissen zwischen Community und EA führte. 2009 folgte auch hierfür mit der Aufstand ein rein digitales Standalone-Add-on, in welchem ihr mit zusätzlichen Singleplayer-Content versorgt wurdet und welches die Geschichte der Chinesen noch ein bisschen ausbaute. Ebenfalls 2009 erschien mit schlicht Alarmstufe Rot die erste Smartphone-Auskopplung für iOS-Geräte,
die eine kurze Vorgeschichte zu Alarmstufe Rot 3 erzählte und somit durchaus relevant war und gar nicht mal so kacke, wie man vielleicht zunächst vermuten würde. Denn auf genickbrechende Monetarisierungsmaßnahmen wurde hier noch größtenteils verzichtet. Vom Gameplay her blieb man bei klassischem RTS, welches sich auch vernünftig steuern ließ, verzichtete aber auf die ikonischen Zwischensequenzen komplett. Seit August 2015 ist das Spiel nicht mehr spielbar und aus dem App Store verschwunden, da man auf eine notwendig gewordene 64-Bit-Portierung verzichtete. Alles also eigentlich noch im Lot für das CNC-Franchise, auch wenn die Verkaufszahlen angeblich stetig rückläufig waren und die Chefetage bei EA daher dazu verleitete, mit der Serie was Neues zu probieren. Brüder? Schwestern? So erschien 2 Jahre nach Alarmstufe Rot 3 in 2010 mit Tiberium Twilight, der letzte Teil der Tiberium-Saga, der den Stoff auch final zu Ende bringen sollte. Zumindest hat man das im Vorfeld behauptet. Tiberium Twilight spielt 15 Jahre nach Tiberium Wars, in welchem die Erde aufgrund der kaum noch zu beherrschenden Ausbreitung des Tiberiums kurz vor der Unbewohnbarkeit steht und sich Kane notgedrungen mit der GDI zusammentun muss, um die Vernichtung der Welt aufzuhalten. Aber, oh Wunder, natürlich verfolgt Kane in Wirklichkeit einen ganz anderen Plan, wodurch der Krieg zwischen den beiden Parteien in seine 4. und damit bisher letzte Runde mündet. Auf die lange aufgebaute Alien-Rasse der Screen verzichtet man hier komplett, wie auch auf viele andere Dinge. So wurde zum Beispiel der komplette Basenbau gestreamlined und fortan auf laufende Walker gesetzt, die Einheiten quasi umsonst direkt an der Front ausspuckten und diese damit auch irgendwie belanglos machten. Auch fiel das Einsammeln durch berüchtigt dumme Tiberium-Sammler der Schere zum Opfer, was hier nun alle Einheiten im Vorbeilaufen selbst erledigen konnten. Es blieb zwar im Kern ein simples RTS-Spiel übrig, welches aber viel zu weit weg von einem C&C-Spiel war, beziehungsweise mit der Gameplay-Erfahrung der Vorgänger nichts mehr zu tun hatte und dementsprechend von den Fans gnadenlos abgestraft wurde. EA schob den Misserfolg auf das allgemeine Desinteresse an RTS-Spielen, während StarCraft 2 noch im gleichen Jahr das völlige Gegenteil bewies und zum Mega-Erfolg mutierte. Für die Command & Conquer-Serie bedeutete das aber das Aus, sodass auch ein mögliches Alarmstufe Rot 4 komplett gestrichen wurde. Wir können alle wirklich stolz sein auf diesen historischen Moment. Wir haben das Schlimmste überlebt und unseren Glauben an die Menschlichkeit bewahrt. Wir haben es geschafft. Dank Ihnen. Ich danke allen. Und gute Nacht. Stattdessen wanderte das Franchise nach Deutschland, genauer gesagt zu EA Phonomic nach Ingelheim am Rhein unter der kreativen Leitung von Die Siedler-Schöpfer Volker Wertig, der mit seinem Team die undankbare Aufgabe bekam, den Stoff in einem Browserspiel zu verwursteln und den wenigen gebliebenen Fans noch ein bisschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Okay, klingt jetzt vielleicht schlimmer als es wirklich war, denn für sich genommen und für ein Browserspiel war Tiberium Alliance sicher kein schlechtes Spiel, hatte aber noch viel weniger mit dem einstigen RTS-Ansatz zu tun als Tiberium Twilight. Das schließlich in 2012 erschienene Spiel verzichtete gleich direkt komplett auf eine Story und fügte sich somit nur ganz lose in die Tiberium Timeline ein, weswegen Fans hier im Prinzip auch nichts verpasst haben bzw. nichts nachholen müssen. Jedenfalls begann hier der heute für EA typische Monetarisierungsprozess, durch den ihr euch für nicht gerade wenig Geld Fortschritt im Spiel erkaufen durftet. Trotzdem läuft Tiberium Alliance heute noch und hat scheinbar eine aktive Spielerschaft. Zwei Jahre später, also in 2014, waren dann die Fans selbst am Zug und veröffentlichten auf Grundlage der Unreal Engine ein vollständiges und kostenloses Remake zu Renegade, welches ebenfalls nach wie vor gepflegt und von einer großen Community gespielt wird. Renegade X werde ich euch noch in einem Extra-Video vorstellen. So viel mal vorab, das Ding ist beeindruckend gut und sollte sich jeder zumindest mal anschauen.
zumal ihr es ohne weiteres komplett kostenlos herunterladen und spielen könnt. Jedenfalls, als die laut Gerüchten sprudelnden Einnahmen durch Tiberium Alliance langsam abflachten, brachte man bei EA die nächste Gelddruckmaschine auf den Weg. Command & Conquer Rivals ist der aktuelle Schlusspunkt des Franchises und markiert auch den Tiefpunkt. Hier durftet ihr wieder komplett handlungs- und wahrscheinlich auch sinnbefreit euch durch In-App-Käufe von bis zu 109,99 € durch Lootboxen klicken. Das Spiel bot ausschließlich 1 gegen 1 PvP, in dem quasi immer der gewann, der am meisten Geld investiert hatte. Wäre das nicht schon peinlich genug, wollte man diesen Pay-to-Win-Ansatz auch noch als krasses E-Sport-Spiel vermarkten und hat damit spätestens hier auch den letzten Command & Conquer-Fan endgültig verloren. Wie die Zukunft des Franchises aussieht, weiß nur EA selbst. Die Schwächephase der Strategie- und Aufbauspiele ist längst überwunden und die Spiele wieder sehr viel mehr gefragt. Was bleibt, ist eine in 2020 durchaus gelungene Remaster-Collection der ersten beiden Serienteile, die sich dem Vernehmen nach auch gut verkauft hat und EA eigentlich zur Einsicht bewegt haben müsste. Eine laut Gerüchten anstehende zweite Remaster-Collection zu Tiberian Sun und Red Alert 2 hält sich wacker, verzögert sich aber angeblich weiter, da man wohl den Source-Code während der Schließung der Westwood Studios für beide Titel verloren hat. Ob da wirklich was dran ist, ist natürlich von außen nicht zu beurteilen. Aber EA hätte zur Einsicht kommen können, ist es aber nicht. Denn noch in diesem Jahr soll mit C&C Legions die nächste Smartphone-Gelddruckhölle für Einnahmen sorgen, aber das behandeln wir dann in einem der nächsten Videos. Jetzt seid ihr dran. Mit welchem Teil seid ihr in die C&C-Serie eingestiegen? Müsst ihr noch einen Titel nachholen oder hofft ihr noch auf einen würdigen Nachfolger? Ab in die Kommentare damit. Die C&C-Wochen in eurer Zocker-Lounge gehen natürlich noch weiter, also gerne Abo dalassen, damit ihr hier nichts verpasst und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Commander.